Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute reden wir wieder über die aktuelle Lage in Kuba, nun im Monat Juli 2023. Wenn du neu hier bist und an Videos zu Themen rund um Kuba interessiert bist, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein neues Video mehr. Starten wir wieder mit dem aktuellen Wechselkurs. Wie wir wissen, liegt der offizielle Wechselkurs bei 120 Peso pro Dollar, abzüglich 8% Servicegebühren. Der informelle Wechselkurs stieg in den letzten Monaten kontinuierlich an. Inzwischen sind es 205 Peso pro Dollar bzw. 212 Peso pro Euro. Auf El Toque könnt ihr den täglichen Kurs nachschauen. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ich kann es auch nur immer wieder wiederholen. Nehmt ausreichend Bargeld mit und wechselt immer nach Bedarf das Geld. Es ist wesentlich schwerer, Peso wieder zurück in Euro zu tauschen. Also geht da bedarfsgerecht vor und tauscht nur das, was ihr voraussichtlich brauchen werdet. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über der Viajeros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte, also sozusagen das Touristenvisa und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Die Versicherungspolice sollte nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein. Habt ihr diese Dinge, also das Online-Formular der Viajeros, die Touristenkarte und die Auslandskrankenversicherung, dann könnt ihr nach Kuba reisen. Einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass, das ist selbstredend. Viel mehr ist dann auch nicht mehr notwendig. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung bei Kuba Buddy erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Die Standardlieferung erfolgt innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Per Expressversand erfolgt die Lieferung in Deutschland innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Das Ganze funktioniert über meinen Affiliate-Link. Diesen findet ihr in der Videobeschreibung. Mit dem Kauf über meinen Link unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Ich danke euch. Viele haben darauf gewartet, beziehungsweise auch es erwartet. Die Zollregelungen für Hygieneartikel, Medikamente und Nahrungsmittel wurden verlängert. Bis zum 31.12.2023 wird für diese Dinge weiterhin kein Zoll erhoben. Also hier gerne freie Kilos, zum Beispiel auch per Spendengepäck, dafür berücksichtigen. Spendengepäck könnt ihr bei der Airline anfragen. Die Zusammenarbeit zwischen Russland und Kuba schreitet weiter voran. Knapp 1,7 Millionen Tonnen Erdöl sollen jährlich nach Kuba geliefert werden, um die dortige Kraftstoffkrise in den Griff zu bekommen. Weiter im Gespräch ist die Lieferung von Weizen und die Wiederaufnahme von Flügen zwischen Russland und Kuba. Die Entwicklung werden wir beobachten letztendlich. Vor allem, ob sich die allgemeine Versorgungslage dadurch in Kuba verbessert. Ich habe vor gut einem halben Jahr schon davon berichtet, dass die kubanische Regierung vorhat, den kubanischen Reisepass umzugestalten. Nun wird es zum 1.7.23 soweit sein. Der kubanische Reisepass wird dann 10 Jahre lang gültig sein und nicht mehr nur 6 Jahre. Außerdem fällt die 2-jährige Bestätigung weg. Bisher war es so, dass der Reisepass zwar 6 Jahre gültig war, jedoch musste die Gültigkeit alle 2 Jahre bestätigt werden. Nun wird der Reisepass einmalig erstellt und dieser ist 10 Jahre lang gültig. Für viele nichts Besonderes, für Kubaner ist das auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Am Ende noch ein kleiner Servicehinweis. Gente de Zona sind gerade auf Tournee und werden am 15.07. in Nürnberg und am 16.07. in Berlin auftreten.
Ich werde in Berlin auf jeden Fall anzutreffen sein. Meine Frau und ich freuen uns schon sehr. Das letzte Konzert, also allgemein gesehen, welches wir besucht haben, ist schon eine Weile her. Von daher wird es mal wieder Zeit. Ja, Konzertorte, die man vielleicht auch noch benennen kann, sind am 21.07. Amsterdam und am 29.07. Biel in der Schweiz. Viel Spaß beim Konzert. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Saludos, ciao.